Ich grüße euch von ganzem Herzen, meine lieben Fische, hier auf dem Kanal Tarot und Leben und mein Name ist Angelika. Heute erschaffe ich für euch die persönliche Tarotvorschau für den August 2026. Lasst uns gemeinsam schauen, welche 3 schicksalhaften Lebensereignisse euch in diesem Monat erwarten und auf welche inneren Prozesse ihr euch jetzt vorbereiten dürft. Das erste bedeutsame Ereignis wirft bereits seine ersten Schatten und Lichter in euer Energiefeld. Das zweite Ereignis und das dritte wesentliche Thema für eure ganz persönliche Seelenreise. Für den nächsten Schritt wählen wir nun ein anderes, tiefgründiges Kartendeck. Wir blicken auf das, was euch im Bereich eurer beruflichen Entfaltung und Berufung im August 2026 begegnet. Wie wird sich der Fluss eurer materiellen Einnahmen, Finanzen und Werte in dieser Phase gestalten? Wir schauen auf die Schwingungen, die euer Liebesleben, die Partnerschaften und eure tiefen Gefühle erwarten. Worauf solltet ihr im Bereich eurer körperlichen Kraft, Gesundheit und seelischen Balance ganz besonders achten? Und welche wegweisende Botschaft hält die geistige Welt als Initiationsrat für euch bereit? Wir beginnen das Legungsmuster. Das erste prägende Ereignis offenbart uns die melancholischen Schwingungen der 5 der Kelche. Euer zweiter großer Wendepunkt wird von der gewaltigen kosmischen Drehung des Rades des Schicksals getragen. Und das dritte wesentliche Ereignis bringt die unbändige, schöpferische Manifestationskraft vom großen Magier in eure Realität. Beginnen wir mit der ersten Botschaft eures Weges, mit der tiefen Psychologie der 5 der Kelche. Diese Karte kündigt an, dass im kommenden August eine Situation oder eine Person eure emotionale Welt aufwühlen und euch zutiefst traurig machen könnte. Dabei muss es sich keineswegs um einen lauten, destruktiven Konflikt oder einen offenen Streit handeln. Vielmehr beschreibt dieser Archetyp das schmerzhafte Erwachen aus einer Illusion, das tiefe Enttäuschtsein von einem Menschen, dem ihr vertraut habt. Es kann sein, dass äußere Umstände eine Welle der Melancholie, des Bedauerns oder sogar einer leichten Apathie in euren Alltag bringen. Doch die geheime Weisheit der 5 der Kelche liegt darin, dass jedes emotionale Tal in Wahrheit eine Initiation und ein innerer Gewinn ist. Es ist der fundamentale Prozess des Reifens, bei dem die Seele einen wertvollen Schatz durch den schmerzhaften Verlust einer Illusion erwirbt. Wenn wir die Situation betrachten, dass euch jemand enttäuscht, Versprechen bricht oder euch im entscheidenden Moment im Stich lässt, dann fühlt sich das im ersten Moment wie ein bitterer Rückschlag und ein schmerzhafter Verlust von Halt an. Doch genau in diesem Moment wandelt sich der Schmerz in eine kraftvolle Erkenntnis. Ihr gewinnt die absolute Klarheit über das wahre Gesicht eures Gegenübers. Ihr erkennt, ohne den filternden Schleier der Hoffnung, dass dieser Mensch unzuverlässig ist und keine stabile Basis für eure Zukunft bietet. Dieses Erkennen ist ein Akt der Befreiung, ein Gewinn durch Verlust, der euch zeigt, wie ihr euer Verhalten radikal anpassen müsst. Es schenkt euch die Reife zu entscheiden, ob diese Verbindung überhaupt noch einen Platz in eurem neuen Lebensabschnitt verdient. Deshalb trägt diese Karte 2 Gesichter. Sie spricht vom Abschied des Alten, aber gleichzeitig vom Fundament für etwas unendlich Wahrhaftigeres. Für einige von euch wird sich diese 5 der Kelche im Außen als eine spürbare Krise in wichtigen Beziehungen manifestieren. Dies kann eine unterkühlte, von Missgunst geprägte Atmosphäre am Arbeitsplatz betreffen. Reibungen mit der Führungsebene, Partnern oder Klienten. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass dieser reinigende Schmerz die Partnerschaft mit eurem geliebten Herzensmenschen durchrüttelt. Die Karten fordern euch auf, dieses Ereignis nicht zu bekämpfen, sondern die Handlungen des anderen als Spiegel der Realität anzunehmen und das verborgene Licht darin zu finden. Dieses Licht ist die positive Psychologie der Selbsterkenntnis, das Reifen eures Bewusstseins und das Sammeln unschätzbarer Lebenserfahrung. Die 5 der Kelche birgt jedoch noch ein weiteres, wunderschönes Paradoxon des Lebens in ihren Symbolen. In dem Moment, in dem euch eine vertraute Person im Stich lässt und ihr euch enttäuscht distanzieren müsst, um eure Würde zu wahren, genau in diesem Moment öffnet sich im Universum ein Vakuum und ein anderer Mensch tritt helfend und stützend in eure Realität. Diese Karte verschiebt auf magische Weise euren Fokus. Sie flüstert euch zu, den Blick endlich von den 3 ungestürzten Kelchen abzuwenden. Schaut nach vorn, denn hinter eurem Rücken stehen noch immer 2 gefüllte Kelche voller Liebe, Loyalität und wahrer Verbundenheit. Ihr werdet erkennen, dass es in eurem Leben wunderbare Seelen gibt, auf die ihr euch in jedem Sturm felsenfest verlassen könnt. Lasse uns nun den Blick weiterführen und vor uns erstrahlt das Rad des Schicksals.
Dieses monumentale Rad nimmt den absolut zentralen Platz in eurer Augustlegung ein und das ist ein kosmisches Zeichen von immenser Bedeutung. Es bedeutet, dass diese Karte eure ungeteilte Aufmerksamkeit fordert und ihre Energie alle anderen Einflüsse des Monats dominiert. Das Rad des Schicksals ist euer absolutes Hauptthema im August 2026. All der anfängliche Schmerz und die Enttäuschungen der Kelche verblassen zu völliger Bedeutungslosigkeit, weil das Schicksal selbst die Führung übernimmt. Das Universum greift spürbar in euer Leben ein. Es bringt schicksalhafte Begegnungen und Menschen, die eure Realität komplett transformieren werden. Gleichzeitig ist dieser Archetyp das Symbol des großen, unerwarteten Glücks und der kosmischen Fügung. Wenn sich also Türen schließen oder Menschen euch enttäuschen, flüstert das Rad des Schicksals, dass dies alles zu eurem höchsten Seelenwohl geschieht. Eure Angelegenheiten werden eine steile Aufwärtsbewegung erfahren und die alten Sorgen treten rasch in den Hintergrund. Ihr werdet Zeuge, wie sich das Lebensrad mit atemberaubender Geschwindigkeit dreht und euch in eine lichte, positive Realität katapultiert. Das Rad des Schicksals bringt immer einen plötzlichen Umschwung zum Guten, besonders dann, wenn die Nacht am dunkelsten erscheint. Wenn ihr glaubt, in Trauer, Melancholie oder Stillstand festzustecken, explodiert plötzlich ein wahres Feuerwerk an glücklichen Zufällen in eurem Leben. Alles gerät in einen wunderbaren, dynamischen Fluss, getragen von inspirierenden Begegnungen, tiefen Eindrücken und phänomenalen Chancen. Alles, wovon ihr im Stillen zu träumen gewagt habt, kann sich nun manifestieren. Und die Realität wird eure kühnsten Erwartungen weit übertreffen. Diese Karte initiiert radikale Wendepunkte, die unvorhersehbar, aber zutiefst vom Kosmos gesegnet sind. Ihr werdet mit einer spielerischen Leichtigkeit alte Blockaden überwinden, komplexe Lebensfragen lösen und triumphale Siege davontragen. Das Rad des Schicksals zeigt uns, dass hier die lenkende Hand des Universums wirkt. Es ist eine göttliche Führung, die über euren Verstand hinausreicht. Auf der weltlichen Ebene bringt dieser Umschwung für viele Fischer einen plötzlichen Wohnortwechsel, einen Umzug oder einen radikalen Jobwechsel mit sich. Mein initiatischer Rat für euch lautet daher: Vertraut dem Rhythmus eures Schicksals, öffnet euch für das große Glück und glaubt fest an die Führung von oben. Als drittes zentrales Lebensereignis offenbart sich euch die lichte Schöpfungskraft des Magiers. Dies ist eine unglaublich mächtige und dynamische Arkana, die euch die absolute Gewissheit schenkt, dass all eure Vorhaben von Erfolg gekrönt sein werden. Alles, was ihr euch tief im Herzen wünscht, wonach ihr strebt, was ihr jetzt vollendet oder mutig neu beginnt, es wird euch auf eine glänzende Weise gelingen. Der Magier symbolisiert in seiner reinsten Form den kraftvollen Aufbruch und den Beginn eines völlig neuen Lebensabschnitts. Das kann sich als eine neue berufliche Aufgabe manifestieren oder als eine tiefgreifende Neuausrichtung eurer zwischenmenschlichen Beziehungen. Dabei muss es gar nicht die Partnerschaft betreffen. Vielleicht verliert ihr im Sinne der 5 der Kelche eine langjährige Freundin, die euch enttäuscht hat. Ihr werdet diese Verbindung in tiefer Reife loslassen, doch gleichzeitig führt euch das Rad des Schicksals zu neuen, wahrhaftigen Seelenverwandten. Es formt sich ein völlig neuer Kreis voller Vertrauen, gegenseitiger Wertschätzung und tiefer Verbundenheit. Der Magier bringt frische Impulse in euer Leben. Ein neues Studium, eine höhere Position, inspirierende Bekanntschaften oder kreative Projekte. Eine völlig neue, zukunftsweisende Idee wird euer Bewusstsein durchfluten und euch tiefe Erfüllung, reine Freude und pures Glück schenken. Unter diesem kosmischen Einfluss erreichen euch wunderbare Botschaften, die eure Situation auf eine sehr heilsame Weise klären werden. Sollte der Magier seine Kraft vor allem in eurer Karriere entfalten, kündigt er den Aufstieg in eine neue, verantwortungsvolle Position an. Vergesst nicht, der Magier ist der Architekt des Wandels, weshalb ihr absolut keine Angst vor den anstehenden Veränderungen haben müsst. Werdet selbst aktiv, greift nach dem Steuer eures Lebens und vertraut auf eure eigene, innewohnende Schöpferkraft und euer gesegnetes Schicksal. Blicken wir nun auf eure berufliche Sphäre, in der sich uns die klärende Energie der 6 der Schwerter offenbart. Im Bereich eurer Finanzen und Werte steht euch der unerschütterliche Ritter der Münzen als treuer Begleiter zur Seite. Es entsteht der deutliche Eindruck, dass die anfänglichen Enttäuschungen am Arbeitsplatz wie ein Katalysator wirken, der euch aus alten Verstrickungen befreit. Aus dem schmerzhaften Abschied erwachsen augenblicklich völlig neue Perspektiven, die von langfristiger Stabilität und kosmischem Segen getragen sind. Denn die 6 der Schwerter ist das Symbol für das Aufbrechen zu neuen, sicheren Ufern der Erkenntnis. Für viele von euch bedeutet dies das bewusste Verlassen einer alten Arbeitsstelle und das Finden einer neuen Berufung, die euch wahre finanzielle Fülle bringt. Es ist ein radikaler Wechsel eurer inneren Orientierung, eine heilsame Korrektur eures Kurses und eine bewusste Bewegung nach vorn.
Sehr oft manifestiert sich die Sechs der Schwerter als eine tatsächliche Reise, ein Umzug oder das Verlassen des gewohnten Umfelds. Die Karten zeigen mir ganz deutlich, dieser Übergang ist vom Schicksal für euch bestimmt. Er ist ein unumgänglicher Schritt eurer seelischen Evolution. Doch dieser Wandel führt euch in eine unendlich viel bessere, lichtere Realität als alles, was ihr in eurer Vergangenheit erlebt habt. Selbst wenn dieser Prozess nicht mit einem physischen Wohnortwechsel verbunden ist, werdet ihr eure berufliche Richtung komplett transformieren. Ihr wechselt euer Betätigungsfeld, leitet eine berufliche Metamorphose ein oder nutzt die Magierenergie für eine tiefgreifende Weiterbildung. Ihr werdet euch vollkommen neues Wissen aneignen, um mit gestärktem Selbstbewusstsein einen völlig neuen Karriereweg einzuschlagen. Ihr verlasst eine veraltete Struktur, um eure Talente in einem moderneren, dynamischeren Umfeld zur vollen Entfaltung zu bringen. Sollte euch ein eigenes Unternehmen gehören, fordert die Sechs der Schwerter eine strategische Neuausrichtung eures Geschäftsmodells. Dies kann die Schließung eines unrentablen Zweiges bedeuten, um Platz für ein neues, innovatives Projekt oder eine Umstrukturierung zu machen. Manchmal kündigt diese Karte auch eine erfolgreiche Entsendung ins Ausland oder eine Serie von wichtigen Dienstreisen an. Bedenkt auch, dass der August im Zeichen bedeutsamer kosmischer Bewegungen steht. Wir erleben die Transformation der Finsternisse auf der Löwe-Wassermann-Achse. Diese planetaren Zyklen, die zuvor eure eigene Achse von Jungfrau und Fische intensiv berührt haben, wandern nun endgültig weiter. Für euch markiert diese astrologische Verschiebung den endgültigen Abschluss einer langen, intensiven Prüfungsphase im Beruf. Ein alter Erfahrungszyklus schließt sich friedlich und ein vollkommen neuer, reiferer Weg öffnet sich vor euren Augen. Habt also keinerlei Furcht vor den Gewässern der Sechs der Schwerter. Diese Schwingung führt euch in den sicheren Hafen. Sie gibt euch die absolute Garantie, dass der Weg, den ihr jetzt einschlagt, um ein Vielfaches erfüllender ist als das, was hinter euch liegt. Sollte das Thema eines Jobwechsels oder eines Umzugs für euch gerade nicht aktuell sein, bringt die Karte frische, anspruchsvolle Aufgaben im Bestehenden. Euch erwarten innovative Projekte, die euer ganzes intellektuelles Potenzial fordern und eure analytischen Fähigkeiten wachsen lassen. Vielleicht widmet ihr euch wissenschaftlichen Forschungen, arbeitet intensiv mit großen Datenmengen oder strukturiert komplexe Informationen neu. In jedem Fall werdet ihr eine enorme geistige Aktivität entfalten, um neue, unerschöpfliche Quellen der materiellen Sicherheit zu erschließen. Wenn wir über den Fluss der Finanzen sprechen, erweist sich der Ritter der Münzen als ein wahrer Fels in der Brandung. Er verkündet, dass sich euch solide und verlässliche Pfade eröffnen, um euren Wohlstand dauerhaft zu vermehren. Gleichzeitig fungiert dieser Archetyp als ein weiser Mahner, der euch vor riskanten Spekulationen und der Gier nach schnellem Geld warnt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier im bewussten, beharrlichen Voranschreiten, Schritt für Schritt, mit Geduld und höchster ökonomischer Vernunft. Der August schenkt euch die wunderbare Gelegenheit, die unerschütterlichen Samenkörner für eure zukünftige finanzielle Unabhängigkeit zu sehen. Diese Investitionen und Projekte werden in den kommenden Zyklen stetig wachsen, gedeihen und reiche Früchte tragen. Es kündigen sich lukrative Verträge, neue langfristige Aufträge und vielversprechende geschäftliche Möglichkeiten an. Unter der Schirmherrschaft des Münzritters vollzieht sich eine spürbare Stabilisierung und Festigung eurer gesamten materiellen Situation. Dies ist das verdiente Resultat eurer Ausdauer, eures unermüdlichen Fleißes und eurer weisen, vorausschauenden Lebensführung. Denn der Ritter der Münzen verkörpert den hingebungsvollen Erschaffer, der seine Berufung liebt, mit tiefer Integrität arbeitet und den Lohn erntet. Es wird in dieser Phase kein müheloser Gewinn vom Himmel fallen, doch euer Einsatz wird mit dauerhaftem Wohlstand belohnt. Lassen wir uns nun tiefer in die verborgenen Ströme eurer Liebe blicken, wo uns die Hohepriesterin erwartet. Für euch, meine Lieben in festen, langjährigen Verbindungen, legt sie einen Mantel aus Geheimnis und tiefer, geheimnisvoller Sanftheit über euer Herz. Ich spüre hier eine ganz besonders kostbare, stille Botschaft. Für viele von euch deutet die Hohepriesterin auf das Wunder eines neuen, heranwachsenden Lebens hin. Denn wenn ich tiefer in das Fundament eurer Legung schaue, entdecke ich den Buben der Kelche. Ein Symbol, das so zärtlich und klar wie kein anderes das Wunder der Empfängnis besingt. Und an seiner Seite ruht die kraftvolle Energie des Kaisers. Ein Archetyp, der von einem tiefen, sehnlichen Wunsch nach Beständigkeit, familiärer Verwurzelung und dem Fortführen eurer Lebensflamme spricht. Diese Themen werden nun mit einer ganz neuen, pulsierenden Intensität in euer Bewusstsein rücken, ganz gleich, ob für die Frau oder den Mann. Vielleicht ist es ein Glücksmoment, den ihr in diesem August unter dem Schutz der Priesterin noch wie ein kostbares Geheimnis für euch bewahrt, in der stillen Gewissheit, das eigene Glück behüten zu wollen.
Sollte dieses Thema für euch noch nicht im Raum stehen, so spricht die Priesterin von einer unendlich tiefen, fast telepathischen Verbindung zu eurem Herzensmenschen. Es ist eine Phase, in der ihr euch ohne ein einziges Wort versteht. Ihr lest die Gedanken, spürt das Verlangen und nehmt die Sehnsüchte des anderen wie eure eigenen in euch auf. Ihr schenkt einander ein hingebungsvolles Vertrauen, das nicht zur Last fällt, sondern eure Seelen in einer wunderbaren Harmonie vereint. Die Hohepriesterin macht euch dabei besonders empfänglich, sanft und weise, auch wenn die manchmal die leise Stimme der Intuition oder einen Hauch von schützender Zurückhaltung in euch weckt. Für all jene, die sich nach der Liebe sehnen, könnten nun Begegnungen entstehen, die sich zunächst geheimnisvoll und noch nicht ganz greifbar anfühlen. Es liegt eine gewisse Ambivalenz in der Luft, eine Einladung, den anderen erst einmal mit dem Herzen zu lesen, bevor ihr eure Türen vollständig öffnet. Ihr seid weise genug, euch noch nicht in die Karten blicken zu lassen, sondern erst einmal die Tiefe des Gegenübers zu prüfen. Und das ist genau richtig so. Hört auf eure innere Stimme, denn sie führt euch sicher durch dieses emotionale Labyrinth. Lassen wir uns nun dem Fluss eurer Vitalität und eurer Gesundheit zuwenden. Hier tritt eine weitere Karte in Erscheinung, die in ihrer feurigen Kraft die Zeichen von Empfängnis und neuem Leben noch einmal bekräftigt. Doch auch wenn diese Themen für euch nicht im Fokus stehen sollten, schenkt euch das Ass der Stäbe einen wahren Segen entsprühender Lebensenergie. Es ist ein pulsierender Strom aus purer Vitalität, der euch das Gefühl gibt, absolut stark, wach und bereit für alle Wunder des Lebens zu sein. Euer Geist ist erfüllt von Tatendrang und ihr spürt diesen brennenden Wunsch, eure Kraft für das Schöne und Wahre einzusetzen. Dennoch, meine Lieben, achtet auf die feurige Natur dieses Stabes. Wenn ihr zu Bluthochdruck neigt, darf diese Energie auch ein sanfter Mahner sein. Seid achtsam mit eurem Körper und habt eure Unterstützung stets in greifbarer Nähe, um die aufsteigende Hitze des Lebens harmonisch auszugleichen. Der liebevolle Rat, den euch die geistige Welt für diesen Weg schenkt, ist die heilsame Energie der Mäßigkeit. Sie ist der goldene Schlüssel, der euch lehrt, dem Fluss der Zeit vollkommen zu vertrauen. Überhastet nichts, meine Lieben, sondern atmet tief durch, ordnet eure Gedanken und lasst die Dinge mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit reifen. Dies war eure tiefgründige Reise durch den August 2026, meine geliebten Fische. Erinnert euch immer daran, das Tarot zeigt euch die großen schicksalhaften Strömungen, doch das endgültige Bild eures Lebens malt ihr mit jedem bewussten Atemzug selbst. Ich lade euch von Herzen ein, Teil unseres Kanals Tarot und Leben zu werden. Meine Seele freut sich unendlich auf jeden von euch. Eure Unterstützung durch Abonnements, Likes und Kommentare berührt mich zutiefst und gibt mir die Kraft, diese Arbeit weiterzuführen. Nutzt auch sehr gerne die Funktionen Super Thanks und YouTube Hype, um unsere gemeinsame Energiearbeit hier zu stärken. Teilt dieses Video mit den Menschen, die euch am Herzen liegen, und lasst uns gemeinsam Licht verbreiten. In tiefer Verbundenheit und Liebe, eure Tarotleserin Angelika. Ich umarme euch alle ganz fest und sage Tschüss, bis bald.